Heute gibt es mal ein spezielles Video, und zwar erklärt uns Gaudenz Fluri von SRF Meteo, wie sie das Wetter vorhersagen. Das Ganze ist am kantonalen Wandertag entstanden, das Video, und ich darf es mit freundlicher Genehmigung von Gaudenz publizieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Übrigens habe ich Untertitel hinzugefügt, die ihr unten einschalten könnt. Im Prinzip einfach gesagt, probiere es so kurz wie möglich zu machen. Das Wetterprognosen anfangen tut mit den Messungen. Also man muss zuerst mal wissen, wie die Atmosphäre auf der ganzen Welt ist. Also wie ist das Wetter jetzt aktuell auf der ganzen Welt? Das heißt, man hat Meerstationen, man hat Flugzeugdaten, man hat Ballondaten, man hat extrem viele Satellitendaten, Radardaten, und mit all diesen Daten probiert man mal den Anfangszustand von der ganzen Atmosphäre um die ganze Erdkugel herum zu berechnen, in einem Modell drin. Nicht irgendwie, also wirklich, das ist einfach ein Computermodell drin. Und jetzt weiss man, was aus physikalischen Erkenntnissen weiss man, wie sich die Atmosphäre könnte entwickeln. Jetzt man um die ganze Erdkugel herum rechnet man in Zukunft. Das ist ein riesen Aufwand, also ein Modell, das ist das Hauptmodell, das wir brauchen, vom europäischen Wetterdienst, sozusagen. Es geht um ganz viele europäische Länder, die Schweiz steht auch dabei, wo das in Zukunft rechnet. Die Amerikaner machen das auch global um die ganze Welt auf 900 Millionen Punkte. Ihr müsst euch ein Gitternetz vorstellen um die ganze Welt herum, das 900 Millionen Punkte hat und etwa 140 Schichten so in der Atmosphäre. Und an jedem Punkt werden hochkomplexe physikalische Differentialgleichungen, die noch saumässig mühsam sind zum Ausrechnen, wer einmal Mathe hat. Das kann man nicht einfach nur schnell ausrechnen, sondern da muss man so ein Näherungsverfahren machen, also extremer Aufwand zum Rechnen, wird das an jedem Punkt in Zukunft gerechnet. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und so weiter. Und ich muss mir auch noch vorstellen, die Punkte müssen dann miteinander schwätzen. Also es bringt nicht einfach an einem Punkt etwas zu rechnen. Also der muss ja noch wissen, was der Punkt nebendran macht. Also das ist hochkomplex. Dann werden die Modelle so 10, 15 Tage in Zukunft berechnet. Und weil das nur etwa alle 9 Kilometer gemacht wird, zu einem Punkt, kann man natürlich auch das Wetter nicht so genau rechnen. Also tut man neuere, höher aufgelöste Modelle in das hineinsetzen. Zum Beispiel 1 Kilometer Modell jetzt für die Schweiz, ein 2 Kilometer Modell. Da gibt es 2 verschiedene, so, die man anschauen kann, auch gratis. Und damit die Schweiz App kann man im Radar also in Zukunft gehen. Das ist das 1 Kilometer Modell des Cosmo 1 von der Meteo Schweiz. Und wenn ihr bei der SRF Meteo auf unserer App in Zukunft gehen, auf der App, beim Niederschlag, dann ist es Swiss 1K nennen wir, das ist auch ein 1 Kilometer Modell, das anders aufgebaut ist, anders gerechnet wird. Und darum gibt es dort in dem Sinne 2 verschiedene Ideen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wieso ist es wichtig, so ein 1 Kilometer Modell? Also was bringt das? Einfach gesagt, wenn wir uns die Topografie von der Schweiz vorstellen, die ist relativ komplex. Wenn wir ein 9 Kilometer Modell haben, haben wir auch in der Topografie in der Auflösung so 9 Kilometer Klötzchen. Machen mit 9 Kilometer Klötzchen, probieren da die Alpen zu bauen. Das ist relativ schwierig. Also das heisst, es ist relativ eine schlechte Auflösung von der Topografie. Und bei einem 1 Kilometer Modell ist natürlich die Topografie viel genauer drin. Und wenn ihr jetzt einmal euch den Wallensee vorstellt, der Wallensee verläuft, das Tal verläuft von West nach Ost. Und jetzt stellen wir euch eine Föhnlage vor, wo es von Chur an den Bodensee, also von Chur nach Sargans, der Föhn schön von Süd nach Nord bläst. Und in Sargans geht der Föhn 45 Grad weg, Richtung Wallenstadt, nochmal 45 Grad um eine Ecke. Am Wallensee bläst der Föhn von Ost nach West. Wenn jetzt das Modell nicht weiss, dass das Tal dort zweimal eine 45 Grad Ecke macht, dann kann das Modell auch nicht wissen, dass am Wallensee der Föhn von Ost nach West bläst. Wenn wir also die hohe Auflösung in der Topografie nicht drin haben, wissen wir das nicht. Und dann spuckt das Modell am Wallensee auch einfach Südwind aus, was bei Föhnlage halt nicht ist, oben schon, aber unten im Tal nicht. Das ist nur ein Beispiel vom Wind, aber bei allen anderen Sachen, wie wo scheint die Sonne an einen Hang an, was mag denn dort sich irgendein Luftpaket erwärmen und steigt auf, mag sich daraus ein Gewitter entwickeln. Das kann man auch, je besser dass man die Topografie drin hat und je höher aufgelöst man rechnet, desto besser kann man das vorhersagen. Man ist aber auch umso genauer falsch. Wenn ihr im Sommer da die Prognosen durchziehen und irgendwo poppen geht die Gewitter auf am Nachmittag um 3. Wenn ja irgendjemand sagt, hey, heute Nachmittag um 3 kommt dann da der Platz, dann könnt ihr sagen, vergiss es. Das kann durchaus sein, aber wahrscheinlich wird es nicht sein. Weil er ist vielleicht
vielleicht erst um 4:30 und vielleicht 10 Kilometer woanders. Was aber trotzdem sind die Modelle sehr wertvoll und das könnt ihr euch ja selber nutzen, weil man sieht ein bisschen das Potenzial. Also wenn man das durchzieht und sieht, morgen Nachmittag oder vielleicht am Montag dann, schon auf den Mittag entstehen die ersten so ein bisschen Platzregeln im Modell. Und am Nachmittag lässt es näher wieder nach. Dann ist es ein Zeichen, aha, es ist irgendetwas, was am Mittag passiert. Und wenn es über dem Flachland trocken bleibt und nur über den Alpen das passiert, dann hat man die Idee auch, ich sehe den westlichen Alpen, eher den östlichen Alpen, ich sehe über dem Jura oder geht es in den Voralpen los. Und wenn etwas losgeht, in welche Richtung zieht das? All diese Informationen, das kann man durchaus nutzen. Also man sieht sehr viel das Potenzial, was ist in der Atmosphäre, ob es nass wird oder nicht und wo etwa und wenn etwa. Aber schauen nie drauf, ich bin da an dem Punkt, morgen Nachmittag um 3 und um 3:30 geht es da durch, also gar nicht mit dem Velo 5 Kilometer in die Richtung. Das funktioniert nicht. Aber das Potenzial sieht man sehr schön. Vielleicht noch ganz schnell, wie wir bei uns arbeiten. Also wir haben ganz viele von diesen Modellen zur Verfügung, die wir alltag anschauen und besprechen und dann in dem Sinne eindampfen mit dem Wissen. Das eine Modell ist vielleicht ein bisschen besser bei der Bewölkung, das andere Modell ist besser beim Niederschlag. Das Modell überweist aber beim Niederschlag, das macht viel zu viel Gewitter, das ist dort gut. Und mit dem Bauchgefühl schlussendlich, das dann gleich auch mitspielt, probieren wir die ganzen Informationen einzudampfen zum Prognosen, wo wir schlussendlich nachher im Radio und Fernsehen rausgeben. Und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wie wir aufgestellt sind. Also wir haben unter der Woche 5 verschiedene Schichten, am Wochenende 3. Die erste Schicht fährt am Morgen um 3:30 an. Also das heisst, wenn ihr den Wetterfrosch oder Fröschin oder wie auch immer am Morgen früh am Radio hören schwätzen, dann sind die seit um 3:30 im Büro. Dann schaut man Modell an, schreibt Text für das Radio, schreibt Text für Regionaljournal, für den Wetterbericht oder auf dem Handy lesen oder auf der Webseite und sind nachher live ab um 5:30 alle paar Minuten wieder auf irgendeinem Sender. Dann kommen der Tag durch neue Schichten, wieder eine Radioschicht, die der Tag durch die Radiosachen macht, am Nachmittag Radiosachen macht. Dann gibt es eine Schicht, die Text schreibt. All die Wettertexte, all die Texte, wenn ihr in den News hören, wo jemand das Wetter vorliest, die Texte kriegen sie von uns. Regionaljournal aufnehmen. Dann gibt es eine Schicht, die für die Mittagssendung Vorbereitungen macht, Grafiken malt und am Nachmittag etwas macht, irgendeinen Hintergrundartikel schreibt, den ihr auf der App könnt lesen oder auf der Webseite. Die Fernsehschicht die kommt auf die 10 und macht Mittagsmeteo, 6, 8 und noch die Spätausgabe. Die Grafiken malen, die Idee haben für irgendetwas Zusätzliches und etwa um 9:30 ist dann fertig. Das heisst, so zwischen 9:30, 10 und am Morgen um 3 etwa ist bei uns niemand rum. Ausser das ist irgendwie eine heikle Gewitterlage, dann ist auch noch irgendjemand von daheim aus im Einsatz und überwacht. Das halt nicht nur Montag bis Freitag, sondern Montag bis Sonntag, 365 Tage im Jahr, also auch am 1. Januar, am Silvester und Weihnachten, am 1. August. Immer. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Dort alle auswählen. YouTube informiert dich dann, wenn ich ein neues Video hochlade.